Ihr habt es euch gewünscht und jetzt ist es endlich soweit. Wir haben den Siemens EQ6 für euch getestet. Was dabei herausgekommen ist und warum dieser Vollautomat so extrem beliebt ist, verraten wir euch jetzt im Video. Dieser Vollautomat gehört seit Jahren zu den absoluten Bestsellern. Ihr könnt damit nicht nur 9 verschiedene Getränke zubereiten, sondern ihn auch mit einem Milchbehälter oder mit einem Milchschlauch nutzen. Wir haben uns hier für den Siemens EQ6 Plus S700 mit Milchbehälter entschieden. Die genauen Unterschiede zwischen allen Modellen erklären wir euch auf unserer Website. Dort erfahrt ihr auch, wie der Siemens EQ6 im Vergleich zu anderen Vollautomaten abschneidet. Die Links findet ihr in der Videobeschreibung. Doch jetzt starten wir erstmal mit unserem Test. Wir bereiten gleich insgesamt 7 Getränke zu, aber zuerst zeigen wir euch noch kurz die Einzelteile. Wenn euch das Video gefällt, unterstützt uns gern mit einem Like. Das Bohnenfach ist oben rechts auf dem Vollautomaten. Durch die runde Form hat es keine Ecken und die Bohnen rutschen immer gut zum Mahlwerk nach. Außerdem hat es eine umlaufende Gummidichtung, damit das Aroma der Bohnen möglichst lange erhalten bleibt. Es passen 300 Gramm Bohnen in das Fach, die für ungefähr 30 Getränke reichen. Ihr könnt alternativ auch gemahlenes Kaffeepulver in dieses Fach hier füllen. Geschmacklich sind frisch gemahlene Bohnen aber natürlich deutlich besser. Direkt im Bohnenfach ist auch der Mahlgradregler. Ihr könnt das Mahlwerk in 5 Stufen einstellen. Je kleiner der Punkt, desto feiner werden die Bohnen gemahlen. Wir empfehlen euch die feinste Mahlgradstufe für Espresso und alle Getränke, die mit Espresso zubereitet werden, also zum Beispiel Cappuccino, Latte Macchiato oder Flat White. Stufe 3 ist am besten geeignet, wenn ihr überwiegend Kaffee trinkt. Wenn ihr regelmäßig Espresso und Kaffee trinken wollt, ist Stufe 2 der ideale Mittelweg. Wie ihr hier seht, werden die Kaffeebohnen auf der zweitfeinsten Stufe wirklich schon sehr gleichmäßig und fein gemahlen. Ihr könnt den Mahlgrad während des Mahlvorgangs durch Drehen des Reglers anpassen. Wenn das Mahlwerk in Bewegung ist, verklemmt auch nichts. Hier ist übrigens ein Scheibenmahlwerk aus Keramik eingebaut. Wie leise es im Betrieb ist, hört ihr später beim Espresso. Der Wassertank ist hier auf der linken Seite. Um ihn zu entnehmen, hebt ihr ihn einfach leicht an und könnt ihn dann nach vorne zu euch holen. Daher sind auch Hängeschränke kein Problem. Hier hinten seht ihr den Anschluss für einen Wasserfilter. Den ersten bekommt ihr auch direkt mitgeliefert. Wenn ihr einen Filter nutzt, müsst ihr seltener entkalken, aber es funktioniert natürlich auch ohne Filter. Wenn der Tank leer ist, erscheint ein Hinweis im Display. Ihr könnt den Tank dann entweder unterm Wasserhahn oder direkt am Vollautomaten auffüllen. Mit den 1,7 Litern Wasser könnt ihr 12 bis 15 Getränke zubereiten. Sehr gut gefällt uns, dass der EQ6 euch bereits vor dem Bezug mitteilt, ob das Wasser noch für euer gewünschtes Getränk ausreicht. Der Bezug wird hier also nicht abgebrochen, wie bei vielen anderen Vollautomaten. Ein klarer Vorteil, denn so wird kein Kaffeepuck verschwendet. Jetzt kommen wir zu einem Highlight, dem Milchsystem. Der Deckel des Milchbehälters ist mit einem cleveren Detail ausgestattet. Durch diese Gummidichtung und einen Drehverschluss ist er komplett luftdicht. So könnt ihr ihn einfach 2 bis 3 Tage im Kühlschrank aufbewahren. Außerdem ist der Milchbehälter mit seinem doppelwandigen Edelstahl gut isoliert und eure Milch bleibt auch über mehrere Stunden kühl. Es passen 500 Milliliter Milch in den Tank, die für ca. 4 bis 5 Getränke reichen. Am besten verwendet ihr kalte Milch mit ca. 3,5% Fett. Dann dreht ihr den Deckel per Schraubverschluss auf den Behälter und taucht den Milchschlauch durch die kleine Öffnung ein. Alternativ könnt ihr auch einfach einen Milchkarton verwenden. Der Milchschlauch samt Röhrchen und der Milchauslass sind übrigens Spülmaschinen geeignet, aber die Reinigung erklären wir euch später dann noch genauer. Den Kaffeeauslass könnt ihr von 8 bis 14 cm in der Höhe verstellen. Selbst große Latte Macchiato Gläser sind kein Problem. Es gibt jeweils 2 Kaffee- und Milchauslässe. Ihr könnt also alle Getränke im Doppelbezug zubereiten. Von Espresso und Kaffee bis hin zu Cappuccino und Latte Macchiato. Das ist besonders praktisch, wenn ihr mal Besuch habt. Der Kaffeeauslass lässt sich einfach verstellen und die Qualität ist definitiv überzeugend.
Beim Siemens EQ6 kommt überraschend viel Edelstahl zum Einsatz. In dieser Preiskategorie sind wir sonst eigentlich nur Kunststoff gewohnt. Im Vergleich ist der EQ6 daher sehr hochwertig. Außerdem schließen die Auffangschalen genau mit dem Gehäuse ab und der Edelstahl-Milchbehälter ist komplett luftdicht. Wir haben jetzt schon fast 20 Vollautomaten getestet und was die Qualität angeht, zählt dieser hier zu den allerbesten. Jetzt schauen wir mal, ob die Getränke genauso überzeugen können. Über den Knopf hier unten links schalten wir den Vollautomaten ein. Jetzt heizt er kurz auf und führt danach noch einen Spülvorgang durch. Nach knapp 40 Sekunden ist er betriebsbereit und ihr könnt schon das erste Getränk beziehen. Das Display ist schön groß und lässt sich komplett per Touch bedienen. Auf dem Bildschirm wird euch immer das Getränk angezeigt, welches ihr zuletzt bezogen habt. Hier oben seht ihr dann alle Getränke. Espresso, Espresso Macchiato, also ein Espresso mit kleiner Milchschaumhaube, Kaffee Crema, dann die Klassiker Cappuccino und Latte Macchiato, den beliebten Milchkaffee und einfach nur Milchschaum. Über diesen Knopf findet ihr noch weitere Getränke. Da haben wir den Americano, den Flat White, den kleinen Braun, heißes Wasser für Tee und warme Milch, zum Beispiel für Kakao. Ihr habt hier also wirklich alle wichtigen Getränke an Bord und könnt einiges Neues ausprobieren. Wir finden das Display sehr übersichtlich und auch ohne Anleitung leicht zu verstehen. Wenn ihr auf die 2 Tassen tippt, aktiviert ihr den Doppelbezug. Über die Kaffeebohne stellt ihr die Kaffeestärke ein, in 5 Stufen, von sehr mild bis sehr stark. Außerdem gibt es noch die Double Shot Funktion. Dabei verwendet der Vollautomat dann einen zweiten Kaffeepuck. Das zeigen wir euch aber später noch. Und hier könnt ihr das Pulverfach aktivieren, wenn ihr gemahlenes Kaffeepulver verwenden möchtet. Über das Milliliter-Symbol könnt ihr die Getränkemenge einstellen. Für kleine, mittelgroße und große Tassen. Wir beziehen als erstes einen Espresso. Dazu stellen wir die Kaffeestärke auf stark und die Getränkemenge auf mittlere Stufe. Über diesen Knopf starten wir den Bezug. Mit dem Schnitt 64 Dezibel ist das Mahlwerk eines der leisesten aus unserem Test. Ihr könnt euch einfach weiter unterhalten und weckt sonntags morgens auch nicht die ganze Familie auf. Der Bezug dauert übrigens rund 40 Sekunden. Im Anschluss messen wir dann direkt die Temperatur. Mit 73 Grad ist der Espresso schön heiß und das bereits auf der mittleren Temperaturstufe. Die Crema ist fein und haselnussbraun, geschmacklich sehr intensiv und vollmundig. Definitiv einer der besten Espressos, die wir bislang hatten. Als nächstes zeigen wir euch einen Kaffee Crema. Übrigens könnt ihr bei der Getränkemenge auch genau einstellen, wie viel Milliliter eine kleine, mittlere oder große Tasse haben soll. Für die 3 Tassengrößen stehen euch jeweils 5 Stufen zur Auswahl. Geht dazu einfach ins Menü, wählt Tassengröße einstellen und dann zum Beispiel Kaffee Crema mittelgroß. Jetzt könnt ihr genau einstellen, wie viel Milliliter die mittelgroße Tasse haben soll. Von 110 bis 150 Milliliter. Wir wählen jetzt mal 120 Milliliter aus und bestätigen mit OK. Das gleiche könnt ihr auch für eine große Tasse machen. Von 160 Milliliter bis 240 Milliliter. Wir gehen wieder aus dem Menü und starten jetzt den Bezug. Eine Tasse Kaffee ist in ziemlich genau 1 Minute fertig. Im Doppelbezug sind es dann 2 Minuten. Für große Tassen empfehlen wir euch übrigens auch einen Doppelbezug. Einfach eine Tasse unterstellen und zweimal 120 Milliliter beziehen. Dann werden 2 Kaffeepucks verwendet und euer Kaffee wird besonders intensiv und weniger bitter. Denn je kürzer die Extraktion des Pucks, desto weniger Bitterstoffe werden gelöst. Im Anschluss messen wir dann direkt wieder die Temperatur. Mit 72 Grad ist auch der Kaffee auf mittlerer Stufe schon ziemlich heiß. Auf der höchsten Stufe wird er dann nochmal 3 bis 5 Grad heißer. Eine super Crema, fast wie im Kaffee. Sehr gut.
Geschmacklich ist der Kaffee bis 120 Milliliter sehr aromatisch und intensiv. Ein echter Wachmacher am Morgen. Bei höheren Getränkemengen wird er aber ein wenig bitter. Dann empfehlen wir euch wie gesagt einen Doppelbezug. Eine gute Alternative zum Kaffee ist der Americano, ein mit heißem Wasser verlängerter Espresso. Beim Americano wird nicht das gesamte Wasser durch den Kaffeepuck gepresst, sondern erst ein Espresso bezogen und anschließend heißes Wasser. Durch diese Zubereitung ist die Extraktion des Kaffeepucks kürzer und der Americano geschmacklich weniger bitter als der normale Kaffee. Probiert es einfach mal aus. Uns schmeckt der Americano noch etwas besser als der Kaffee-Crema. Als nächstes zeigen wir euch einen Cappuccino. Dazu holen wir jetzt erstmal den Milchbehälter aus dem Kühlschrank. Auch beim Cappuccino könnt ihr die Getränkemenge anpassen. Hier habt ihr wieder 5 Stufen je Tassengröße. Wir stellen jetzt mal ein, dass der Cappuccino 220 Milliliter haben soll. Ihr könnt übrigens auch das Kaffee-Milch-Verhältnis anpassen. Euch stehen auch hier 5 Stufen zur Auswahl, von 50 bis 90%. Die Prozente beziehen sich immer auf den Milchanteil. 70% entsprechen dem Originalrezept. Wer es milder mag, kann 80% Milchanteil einstellen. Wer lieber einen kräftigen Cappuccino möchte, sollte 60% oder gar 50% ausprobieren. Wobei wir euch empfehlen würden, lieber die Kaffeestärke zu erhöhen, statt den Milchanteil zu senken. Zuerst wird der Milchschaum zubereitet und anschließend der Espresso bezogen. Das Milchsystem ist übrigens ziemlich leise. Wir haben im Schnitt nur rund 62 Dezibel gemessen. Richtig gut gefällt uns, dass der Milchauslass direkt nachdem der Milchschaum bezogen wurde, mit heißem Wasserdampf gereinigt wird. Ihr hört es an dem kurzen Zischen. Jetzt kommt noch der Espresso dazu und wie ihr seht, wird auch unser großes Glas schön voll. Nach gut 1,5 Minuten ist unser Cappuccino auch schon fertig. Messen wir gleich mal, wie heiß der Cappuccino ist. Mit 70 Grad hat er die ideale Temperatur. Auf höchster Stufe wird er sogar bis zu 75 Grad heiß. Der Milchschaum ist, wie ihr sehen könnt, super fein und gleichmäßig. Richtiger Microfoam, wie ihn nur wenige Vollautomaten können. Er ist sehr cremig und auch leicht süß im Geschmack. Gleichzeitig kommen die Haselnussaromen unserer Bohnen gut zur Geltung. Insgesamt ein sehr guter Cappuccino, nah an der Perfektion. Da braucht ihr euch nicht wundern, wenn eure Freunde öfter mal mit einem Stück Kuchen vor der Tür stehen. Jetzt bereiten wir einen Latte Macchiato zu. Diesmal wählen wir beim Aroma den Double Shot aus. Wir möchten, dass unser großes Glas schön voll wird. Deshalb schauen wir mal, wie viel bei einer großen Tasse bezogen wird. Maximal 400 Milliliter. In unser Glas passen höchstens 325 Milliliter. Und auch das Kaffee-Milch-Verhältnis lässt sich hier wieder anpassen. Wir gehen hoch auf 80%, denn nach dem Originalrezept kommen 4 Teile Milch auf 1 Teil Espresso. Jetzt speichern wir und starten den Bezug. Das Kaffee-Milch-Verhältnis in Prozent einzustellen war anfangs etwas ungewohnt. Allerdings ist das wirklich praktisch, denn egal ob ihr eine große oder kleine Tasse bezieht, das Verhältnis von Milch zu Espresso bleibt immer gleich. Bei anderen Vollautomaten ist es oft so, dass ihr die Milch- und Espressomenge einzeln anpasst und damit dann auch das Rezept verändert. Beim Siemens EQ6 ist das wirklich gut gelöst. Jetzt werden noch die 2 Espressi bezogen, denn beim Double Shot werden 2 Kaffeepucks nacheinander gemahlen. Dadurch wird der Latte Macchiato besonders aromatisch und intensiv. Durch die kürzeren Extraktionen werden auch die Bitterstoffe nochmal reduziert. Unser Glas wird wirklich genau voll. Sehr schön. Dann messen wir auch gleich wieder die Temperatur.
Mit 64 Grad erreicht er nicht ganz die gewünschte Temperatur. Wem die Getränke nicht heiß genug sind, der kann im Menü die Kaffeetemperatur erhöhen. Hier habt ihr 3 Stufen zur Auswahl: Normal, Hoch und Maximum. Diese Einstellung gilt für alle Getränke. Die Temperatur des Milchschaums könnt ihr zwar nicht einstellen, trotzdem erhöht sich auch die Getränketemperatur eures Cappuccinos, wenn der Espresso heißer ist. Der Milchschaum ist wieder extrem fein und gleichmäßig. Durch den Double Shot kommen neben der leichten Süße der Milch auch die Schoko-Haselnussaromen unserer Bohnen gut durch. Der feine Milchschaum sorgt für ein besonders cremiges Mundgefühl. Insgesamt ein sehr runder Latte Macchiato. Übrigens könnt ihr mit dem EQ6 bis zu 4 Favoriten anlegen. Das ist besonders praktisch, wenn ihr euren Kaffee oder Cappuccino personalisieren wollt. Wir gehen dazu im Menü in Favoriten und dann auf Favorit 2. Jetzt wählen wir ein Getränk, das wir personalisieren möchten. Da euch der Milchkaffee immer sehr interessiert, wählen wir den mal aus. Jetzt fragt der Automat nach der gewünschten Kaffeestärke und Tassengröße. Die können wir jetzt einfach anpassen. Zum Beispiel starkes Aroma und mittelgroße Tasse. Jetzt fragt er noch nach den exakten Millilitern. Für unsere Tasse wählen wir 200 Milliliter aus. Hier könnt ihr sogar die Getränketemperatur in 3 Stufen einstellen. Wir mögen es heiß und wählen daher mal Maximum aus. Jetzt fragt er noch nach dem Kaffee-Milch-Verhältnis. Das ist bei Milchkaffee nach dem Originalrezept immer 1:1, also ein Teil Kaffee auf einen Teil Milch. Deshalb stellen wir 50% ein und bestätigen mit OK. Jetzt wird das Getränk gespeichert. Eure Favoriten könnt ihr über diesen Knopf auswählen. Hier seht ihr jetzt Favorit 2 Milchkaffee. Den könnt ihr über Start direkt beziehen oder bei Bedarf vorher nochmal anpassen, wenn ihr heute ausnahmsweise mal einen milderen Milchkaffee wollt. Jeder, der gern Kaffee mit einem Schuss Milch trinkt, wird vom Milchkaffee begeistert sein. Denn hier wird euer Kaffee auf Knopfdruck mit heißer Milch gemischt. Nach originalem Rezept liegt der Milchanteil bei 50%. Ihr könnt ihn auf Wunsch auch zwischen 30 und 70% anpassen. Eine super Möglichkeit für alle, die ihren Kaffee gern besonders mild mögen. Der Flat White ist eine beliebte Variante des Cappuccinos. Der Unterschied liegt in der Zubereitung. Es wird zuerst ein Espresso und dann Milchschaum bezogen. Dadurch entsteht eine schöne braune Milchschaumhaube. Außerdem ist der Milchschaum etwas flüssiger als beim Cappuccino, da die Milch nicht so stark aufgeschäumt wird. Probiert ihn auf jeden Fall mal aus. Es lohnt sich. Eine Besonderheit gibt es noch, die wir bisher bei keinem anderen Vollautomaten gesehen haben. Eine Kindersicherung. Hier setzt Siemens auf Sicherheit, denn Kaffee kann ganz schön heiß werden. Die Sicherung aktiviert ihr, indem ihr die Favoritentaste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt haltet. Das Gerät ist gesperrt, sobald ein Schlüssel im Display erscheint. Auf die gleiche Weise könnt ihr das Gerät auch wieder freischalten. Jetzt schauen wir uns noch an, wie gut sich der Vollautomat wieder reinigen lässt. Los geht's mit dem Milchsystem. Richtig gut gefällt uns, dass die Milchauslässe nach jedem Bezug automatisch mit heißem Wasserdampf gereinigt werden. Danach stellt ihr dann eine leere Tasse unter den Auslass, zieht den Milchschlauch aus dem Tank und hängt ihn in die Tasse. Dann wählt ihr über das Menü Reinigung und Pflege und dann Milchsystem reinigen aus. Jetzt wird eine gründlichere Reinigung mit heißem Wasser und Dampf durchgeführt. Wir empfehlen euch dieses Programm einmal täglich zu starten. Anschließend wischt ihr den Milchschlauch mit einem feuchten Tuch ab und steckt ihn in die kleine Halterung hier. Den kompletten Milchauslass samt Schlauch könnt ihr auch ganz einfach abnehmen und laut Anleitung einmal pro Woche gründlich abspülen. Alternativ könnt ihr beides auch in die Spülmaschine packen. Den Milchtank inklusive Deckel spült ihr alle 2 bis 3 Tage gründlich per Hand aus. Ihr könnt den Milchschlauch auch direkt in einen Milchkarton tauchen, dann spart ihr euch den zusätzlichen Abwasch des Milchbehälters. Wenn der Kaffeesatzbehälter voll ist, erscheint dieser Hinweis hier im Display. Dann zieht ihr die Schalen einfach nach vorne heraus. Hier neben landen die Kaffeepucks nach dem Bezug.
Wie ihr seht, sind sie sauber gepresst und relativ trocken. Die Brühgruppe leistet also gute Arbeit. Hier sammelt sich das Wasser der Spülvorgänge. Das könnt ihr dann einfach ins Spülbecken ausleeren. Den Kaffeesatzbehälter entleert ihr am besten direkt in den Biomüll. Laut Anleitung sollen die beiden Schalen täglich gereinigt werden. Alle 3 Tage ist aber auch ausreichend. Entweder ihr spült sie kurz per Hand ab oder legt sie in die Spülmaschine. Diese Edelstahlblende dürft ihr aber nur per Hand abspülen. Jetzt zeigen wir euch noch kurz die Brühgruppe. Dazu öffnen wir die Serviceklappe hier auf der rechten Seite. Bitte schaltet den Vollautomaten immer erst aus, bevor ihr die Brühgruppe entnehmt. Jetzt entriegelt ihr diesen Schalter und drückt den kleinen Hebel hier nach unten. Dann könnt ihr die Brühgruppe einfach herausziehen. Hier sind ein wenig mehr Kaffeereste zu finden als bei anderen Modellen, aber das ist alles noch im Rahmen. Wir spülen die Brühgruppe 1- bis 2-mal wöchentlich mit klarem Wasser ab. Bitte verwendet kein Spülmittel, denn ohne die dünne Schicht Schmierfett könnt ihr die Brühgruppe quietschen oder sogar verklemmen. Danach lasst ihr sie komplett an der Luft trocknen und setzt sie am nächsten Morgen wieder ein. Übrigens könnt ihr die Brühgruppe auch automatisch reinigen lassen. Nach rund 200 Bezügen empfiehlt euch Siemens ein Reinigungsprogramm mit einer speziellen Tablette zu starten. Es gibt außerdem noch ein 30-minütiges Entkalkungsprogramm. Besonders praktisch ist das Kalk & Clean Programm. Dann werden die Reinigung der Brühgruppe und die Entkalkung parallel durchgeführt. Ihr solltet auf jeden Fall auch die Wasserhärte am Vollautomaten einstellen, damit er euch rechtzeitig ans Entkalken erinnern kann. Das ist meistens so nach 1 bis 2 Monaten der Fall. Falls ihr einen Wasserfilter benutzt, deutlich seltener. Das war unser großer Test des Siemens EQ6. Wie immer fassen wir euch jetzt die Vor- und Nachteile nochmal kurz zusammen. Mit dem EQ6 könnt ihr 9 verschiedene Getränke auf Knopfdruck zubereiten. Neben den Klassikern Cappuccino und Latte Macchiato sind auch der Milchkaffee und der Flat White mit an Bord. Alle Getränke haben in unserem Test durchweg überzeugt. Besonders überzeugt waren wir vom Milchschaum und vom Espresso. Der Milchschaum ist leicht süß, extrem feinporig und cremig. Ihr bekommt hier richtigen Microfoam, also Milchschaum, der so fein ist, dass ihr die einzelnen Bläschen kaum erkennen könnt. Das können nur wenige Vollautomaten. Der Espresso hat eine dichte, haselnussbraune Crema und ist sehr intensiv und aromatisch im Geschmack. Die Aromen kommen auch im Cappuccino klar zur Geltung. Für Kaffeetrinker steht neben dem intensiven Kaffee Crema noch ein Americano zur Auswahl. Er ist ein wenig milder und erinnert geschmacklich an Filterkaffee. Ihr bedient den Siemens EQ6 über ein großes Touch-Display. Dort könnt ihr die Kaffeestärke für eure Getränke in 5 Stufen einstellen. Für einen besonders intensiven Geschmack gibt es die Double-Shot-Funktion. Hier nutzt der Vollautomat einen zweiten Kaffeepuck für euer Getränk. Außerdem könnt ihr den Mahlgrad in 5 Stufen und die Getränketemperatur in 3 Stufen anpassen. Für alle Getränke ist außerdem ein Doppelbezug möglich. Bei der Getränkemenge habt ihr 3 Tassengrößen zur Auswahl. Im Menü könnt ihr diese Tassengrößen für jedes Getränk exakt festlegen. Je Tassengröße stehen euch 5 Stufen mit genauen Milliliterangaben zur Verfügung. Ihr könnt die Getränke also insgesamt in 15 Stufen anpassen. Bei allen Getränken mit Milchschaum könnt ihr zusätzlich den genauen Milchanteil einstellen. Wie ihr seht, habt ihr hier jede Menge Möglichkeiten, alle Getränke auf euren individuellen Geschmack abzustimmen. Außerdem könnt ihr euer Lieblingsgetränk auch als einen von 4 Favoriten speichern. Nur auf eine App-Steuerung müsst ihr beim EQ6 leider verzichten. Die habt ihr erst bei einigen Ausführungen der EQ9 und der EQ700 Serie. Doch zurück zum EQ6. Im Vergleich zu anderen Vollautomaten dieser Preisklasse kommt hier deutlich mehr Edelstahl zum Einsatz. Alle Teile sind äußerst robust und erstklassig verarbeitet. Hier merkt man einfach, dass Siemens Wert auf hohe Qualität legt. Und auch das Mahlwerk war eines der leisesten in unserem Test. In Sachen Handhabung ist der Vollautomat genau durchdacht. Bohnenfach und Wassertanks sind gut zu erreichen. Ihr könnt auch entweder einen Milchbehälter nutzen oder den Milchschlauch direkt in einen Milchkarton tauchen. Der Milchbehälter ist komplett luftdicht und passt perfekt in die Kühlschranktür. Das Thema Reinigung ist beim EQ6 einfach gehalten. Es gefällt uns sehr gut, dass der Milchauslass nach jedem Bezug automatisch mit heißem Wasserdampf gereinigt wird.
Außerdem gibt es viele Programme, die euch bei der Reinigung unterstützen. Die Brühgruppe lässt sich mit wenigen Handgriffen entnehmen und kann einfach mit klarem Wasser gereinigt werden. Die Abtropfschalen könnt ihr sogar in die Spülmaschine packen. Viel einfacher geht's wirklich nicht. Der Siemens EQ6 gehört vollkommen zu Recht seit Jahren zu den absoluten Bestsellern. Hier bekommt ihr Premium-Qualität und Spitzengetränke für einen guten Preis. Von uns gibt's eine klare Kaufempfehlung, denn preis-leistungstechnisch geht's kaum besser. Damit sind wir auch schon durch mit unserem Test des Siemens EQ6. Wir verlinken euch genau dieses Modell und unseren ausführlichen Testbericht unten in der Videobeschreibung. Auf unserer Website erklären wir euch auch nochmal die genauen Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen. Wenn euch das Video gefallen hat, klickt jetzt den Like-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Schreibt uns auch gerne einen Kommentar mit eurer Meinung zu diesem Modell oder macht uns einen Vorschlag, welchen Vollautomaten wir noch testen sollen. Bis zum nächsten Mal, euer Patrick von den Coffee Tasters.